Ja, der Zustand gefällt mir, oder? Beim Komponieren. Der spezielle Zustand, oder? Der Tunnel, wo du so fokussiert bist, wo du empathisch musst sein mit den Szenen, mit den Figuren. In diesem Zustand, irgendwie macht mich das glücklich. Und behaltet mich dran. Ja, ich glaube, vieles ist auch Try and Error. Also du machst irgendetwas und plötzlich macht es irgendwo einen Klick an irgendeiner Stelle. Und dann fängst du das Bild an ganz anders zu schauen. Plötzlich siehst du den Anfang von einer Story, was könnte nehmen. Oder also neben der Story, also dem, was irgendwie die Aufgabe ist, oder irgendein Charaktersupport soll ein bisschen aufgestellter wirken oder ein bisschen dynamischer oder so. Jeder hat irgendeine Geschichte. Oder? Und das ist, glaube ich, das auch, was einen guten Film ausmacht, dass die Charaktere vielschichtig sind. Oder dass man nicht nur den Plot sieht und den Handlungsstrang und das, was er sagt, im Kontext zum Film, sondern der hat auch ein Leben, ein Gefühlsleben. Der kommt von irgendwo her. Oder? So wie ein Detektiv, der ist nicht einfach nur angepisst, sondern es hat einen Grund, warum er angepisst ist. Und wenn du das nicht irgendwie erzählst, mit Musik oder mit dem Film, oder, nachher bleibt die Figur platt. Oder? Und ich glaube, das, was wirklich die Tiefe ausmacht, oder, ist der Underscore unter dem Underscore. Oder? Also die Geschichte, die erzählt wird, auf der emotionellen Ebene, die nicht direkt mit der Handlung zu tun hat. Und wenn es dort konsistent ist, dann fängt es an zu strahlen. Also ich glaube, wenn jemand unbelastet das Ganze anschaut, ohne irgendwie fixe Vorstellungen, dann spürt man das. Das spürt man und es ist nicht beliebig. Es ist dann nicht eine Geschmackssache oder irgendetwas, wo jeder als Erfahrungsemotion mit sich umtreibt, wo er dann das drin sieht oder nicht. Es gibt wirklich so wie eine globale Wahrheit. Es ist einfach der Versuch, mit meinen Kunden so eine Beziehung aufzubauen, so eine Vertrauensbeziehung. Oder dass sie merken, oder, mit was für einer Ernsthaftigkeit, auch wenn es irgendwie so ein Geblödel ist, manchmal, so, dass sie merken, dass da Ernsthaftigkeit dahinter ist und eine gewisse Konsistenz, oder dass das nicht ein Zufallstreffer ist. Und das, ich glaube, das Einzige ist Erfahrung, die die Leute mit mir machen, oder, die ihnen das zeigt. Also die Entscheidung, oder, das ist nach Absprache mit Produzent, Regisseur, ob es etwas braucht, in welche Richtung das soll gehen. Aber manchmal fange ich einfach an, so ein bisschen Geschichten zu erzählen. Oder? Und, oft kommt das auch gut an, oder? Weil es einfach irgendwo eben so ein bisschen so tiefere Dimension gibt, oder so eine Mehrschichtigkeit, oder, die man dann gerne nimmt. Oder? Du tust irgendetwas zum Leben erwecken. Emotionelle Geschichte, emotionelle. Das ist so ein meditativer Zustand. Oder? Du machst zwar etwas bewusst, oder du weißt, wie du es machst, du weißt, welche Tasten musst du drücken, welche Knöpfe das musst du drehen, aber gleichzeitig musst du offen sein für das Gefühl, was es in dir auslöst, was du gerade machst. Oder? Und das ist manchmal ein bisschen tricky. Ich glaube, das ist ein ständiges Lernen. Ja, eben das Technische und das Feinstoffliche zusammenbringen, oder? Das ist der grosse Challenge, oder? Also eben das permanente Switchen, oder? Also du hast eine Idee, du willst Emotionen erzeugen und dann musst du es machen. Oder? Also, du bist dran,
Du musst die richtigen Tasten, die richtigen Knöpfe drehen. Und dann wieder zurücklehnen und wie aus Distanz das beurteilen, was du jetzt gerade gemacht hast oder jetzt gerade im Detail konzentriert hast drauf. Ja. Und das ist eben der tägliche Struggle, weil du musst überlegen, wie bringst du etwas auf den Punkt und nachher musst du sofort switchen und herausfinden, funktioniert das auch? Habe ich genau das Gefühl ausgelöst damit? Oder auch nicht? Und das sind meistens so ganz feine Sachen, oder, die sich so zusammen aufbauen. Ja, und schlussendlich hofft man, dass es funktioniert. Und wenn dann das Gefühl rein ist, dann weiss ich bin fertig. Und dann... Genau.